Welcome to Melbourne, where qualifying for the Australian Grand Prix should be getting underway shortly. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tyres, such as the frequency of low-speed exits. Well, tyre management is key here, specifically the rears. It's all too easy to overheat and wear the rear tyres as they're punished out of the low-speed corners. Most teams won't be able to avoid some kind of issue here, especially the teams that are running less downforce. So, und wir sitzen wieder mal in unserem wunderschönen Haas Formel 1 Auto. Willkommen zurück hier in Melbourne zum Qualifying. Und wie ihr seht, es ist bewölkt, es wird aber besseres Wetter. Gucken da kurz mal rein. Okay, gegen Ende könnte es regnen. Ja, wir gucken noch kurz ins wir gucken noch kurz ins Setup rein. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich da noch was ändern werde, weil ich fühle mich wohl in dem Setup. Bei mir hat es bis jetzt im Test immer geregnet dann im Rennen. Deswegen vielleicht, ja. Park-für-mich-Regel ist natürlich eingeschaltet. Und dann gehen wir mal auf die Strecke. Mein Teamkamerad, das sah ich noch gerade auf der Minimap, ist auch schon auf der Strecke. Ich hoffe, ich habe da mir... Oh, hinter mir. Ich kann wahrscheinlich nicht zu langsam fahren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich war übrigens in der Zwischenzeit noch in den Optionen und ihr seht es gleich, ein kleiner also kurz ist das Vorderrad vorne rechts stehen geblieben. Ich hatte alles ausgeschaltet, außer ABS. ABS habe ich aus irgendeinem Grund drin. Deswegen war, keine Ahnung, ist nie ein Vorderrad stehen. So. 1%, wir machen die Reifen schön warm. 15. oder besser, oder besser gesagt auch, wir sollen Romain Grosjean schlagen. Und der Junge, was ich gesehen habe, war immer so auf dem 11. Platz rum. Was natürlich eigentlich heißt für uns, perfekte Runde wäre Optimum, wenn wir das jetzt gleich schaffen würden, um die Reifen zu spannen. Weil wenn wir 10. werden und der Junge 11. haben wir zwar alles geschafft, was wir schaffen sollten, aber wir müssen dann auf den jetzigen Reifen starten und das kann natürlich unter Umständen fatal sein. So, es sieht aus nach freier Strecke, freue ich mich. Gleich mal ein kleiner Verbremser zu Beginn, nice. War ich ein bisschen hart zu der Bremse. Die Kurve ist immer mies anzubremsen. Es ist so, oh Gott, ja, Optimum schon mal nicht ausgeschöpft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe noch einen zweiten Reifensatz Super Softs, aber den möchte ich unter keinen Umständen berühren. Ich möchte wirklich mit dem Super Soft hier gleich die Zeit fahren fürs Rennen. Wir sehen eine 1,30 von Vettel. Eine 1,30 haut der Vettel da auf die Strecke und ich baue hier ein bisschen Scheiße.
ihr gesehen, 1,32 ist mehr oder weniger unsere Zielvorgabe. Das wird schon knapp. Also ich fahre noch eine zweite Runde auf den Satz. Da seht ihr oben rechts schon auf der Zeit, wo ich viel Zeit verloren habe. Ich habe sogar den schnellsten Streckenabschnitt. Okay. Krass. Kurz entstehendes rechtes Vorderrad. Das kann doch nicht sein, dass ich hier auf Bestzeit fahre. Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, Bestzeit nicht. So, und jetzt fahren wir langsam zurück. Reifen schon, ja, 9% ist nicht gerade wenig. Ich will sie unter keinen Umständen nochmal anstrengen. Unter keinen Umständen anstrengen. Erstmal über die Curbs. Okay, gelbe Frage. Ah, wegen mir. Okay. Weil ich zu langsam gefahren bin. Ich möchte den Wagen hinter mir nicht aufhalten und somit das Resultat verfälschen. We shouldn't see any rain, but if a storm front does appear, then we'll let you know. Ist das ein Bug oder? Okay. Roman is sat in P8. So, ganz ehrlich, ich lasse es jetzt wirklich drauf ankommen. Ich lasse es einfach jetzt drauf ankommen. We've only got 2 laps of fuel left. Conditions to remain dry for a while. We So, wir gehen weiter zum Rennen. Ich glaub's Grid is all nicht. set then for the race tomorrow. Vierter But before we go, Platz. let's quickly remind ourselves of our top 3. Okay, Who are wenn ich im Vettel, Rennen Rosberg and so Max stark Verstappen. It's time to fahre, leave for now, but we'll be back tomorrow müssen when the wir uns Grand Prix vielleicht itself überlegen, gets underway. die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen. Okay, da ist aber Nico Hülkenberg, der
wahrscheinlich unter den Erwartungen blieb, wie genau auch Felipe Massa oder ja. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Punkte dazu. Ja, ich war überall schneller. Okay. Ja, wenn ich besser performe als er. Ich habe 2 Dings gemacht, dann. Okay. Wir haben eine Voicemail. Hi, it's Emma here. Just wanted to let you know what the team are hoping for in the race. 11. oder besser, schlage ich schon. 14. in der Meisterschaft oder besser. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in diesem Part noch sicher die Information Lab angucken und dann schauen wir mal. The atmosphere is heavy with expectation and anticipation, and bearing the weight of that burden today is a place we know very well indeed. It's Albert Park. The story of the season begins here then with the Australian Grand Prix, and it's time for the first chapter to be written. We go racing today then in the state of Victoria, where the drivers have 16 corners and 3.3 miles to navigate at an average lap speed of around 120 miles an hour. The close proximity of the barriers makes accidents inevitable. Rundenrekord von Michael Schumacher aus dem Jahr 2004. Is not at all out of the question. Mit I'm joined today in the 1:24,125. commentary box, as I will be throughout this season, by a great racing driver, a former F1 competitor, man who was world champion once upon a time as well, and an all-round top chap. It's the one and only Anthony Davidson. And tell me, here we are, first Grand Prix of the season. Der Mann, der in der Startaufstellung genau vor uns liegt. Der Mann auf der Pole Position. Thanks for the glowing introduction. I just want to say it's a real privilege to be here, and I can't wait to see what this competitive field has in store for us this season. Now, to answer your question, obviously there's the question of performance in race trim. Und jetzt habe ich genau das Problem. Ich bin in die Top 10 gekommen und habe meine Super Soft 2 Runden gebraucht. Romain Grosjean auf Platz 12, weil glaube ich Bottas noch nach hinten versetzt wurde. Da hier. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Nico Rosberg completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen and a Haas, Lewis Hamilton and Raikkonen, Alonso, Ricciardo, Sainz and Daniel Kvyat, Perez, Grosjean, Felipe Massa and Button, Nasser, Palmer, Marcus Ericsson and Nico Hulkenberg, Magnussen and Harry Anto, Pascal Wehrlein and Valtteri Bottas starts from the back of the grid. Ja, Valtteri Now it's Bottas. almost time to lights out, so let's go down to the track. Da haben wir gesehen, das war der wurde nach hinten versetzt. Rennstrategie. Ich will keine 3-Stopp-Strategie, aber
Ich lasse das mal so. Ich kann es im Rennen sonst immer noch umstellen. Formation Lab. Habt ihr das neue Startverhalten gesehen? Rate is good. Gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Und das Platz 4. Oh, aber das hört sich nicht so gut an. Haas auf Platz 4, das siehst du auch. Hinter mir Hamilton, also wenn der am Start nicht an mir vorbeischießt, dann weiß ich auch nicht. Vollgaspassage nehmen. Die Bremsen wirklich auf Tastatur, auf Temperatur zu bringen. Die Reifen sehen gut aus mit 98, 99, 100 Watt. Wieso auch immer ich jetzt dort noch rausgefahren bin. Und ab hier übernimmt der Computer, okay. So, und ich würde sagen, das Rennen beginnt im nächsten Part.